Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Blog. Ich mache heute 3 leckere vegane Soßen, Dips oder Aufstreiche, bezeichnet wie ihr es wollt. Kommt, starten wir los! Ich habe gerade sehr viel frisches Gemüse in unserem Garten und auf der Terrasse, das ich gerne verarbeiten möchte und die sich zum Teil in den heutigen Rezepten wiederfinden werden. Grundsätzlich könnt ihr aber alle Rezepte das ganze Jahr über zubereiten. Und wir starten mit einem leckeren Dip aus dem Balkan, nämlich Ajvar. Ajvar kennen viele von euch aus dem Kroatien-Urlaub. Die Paprikasauce findet man aber in allen Ländern des ehemaligen Jugoslawiens. Man isst sie als Dip zu gegrillten Pommes und Gemüse. Und starten wir los. Die Rezeptangaben beziehen sich auf ein Glas mit 500 Gramm. Wie immer könnt ihr alle Details dazu in der Beschriftungsbox unter dem Video nachlesen. Ihr benötigt 700 Gramm rote Paprika, nach Möglichkeit in Bio-Qualität, und eine halbe Aubergine. Die Paprika waschen, halbieren und entkernen. In der Zwischenzeit stellt ihr euren Backofen auf die höchste Stufe Umluft, die er hat, und breitet die Paprikahälften mit der Haut nach oben auf einem Backblech aus. Die Aubergine halbiert ihr und legt sie auch mit der Haut nach oben auf das Backblech. In den Backofen schieben und so lange drinnen lassen, bis die Haut schwarz geworden ist. Bei mir hat das ca. 15 Minuten gedauert. Anschließend alles aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Von den gekühlten Paprika die Haut abziehen und von der Aubergine das Fruchtfleisch auslöffeln. Für den Ajvar verwende ich beide Gemüsearten ohne Haut. Das ist natürlich optional, ihr könnt auch die Haut dran lassen, wenn ihr möchtet. Alles in ein Gefäß geben und mit einem Stabmixer pürieren. Anschließend 2 Knoblauchzehen hacken. Ihr könnt sie auch durch eine Knoblauchpresse drücken und zu der Paprika-Auberginenmasse in den Topf geben. Ich habe jetzt noch eine halbe Chili dazugegeben. Das ist optional, ihr könnt sie aber auch weglassen. Danach gebt ihr 80 ml Rotweinessig und 100 ml Olivenöl dazu. Bitte achtet darauf, dass es ein Meteressig ist. Als Alternative kann man auch Apfelessig verwenden. Abschließend einen Teelöffel Salz und einen Teelöffel Zucker dazu. Auf leicht mittlerer Hitze, so circa Stufe 3 bis 4, circa 1,5 Stunden köcheln lassen. Immer wieder gut umrühren. Nach dieser Zeit das Ajvar in die Gläser füllen und dann genießen. Ungeöffnet ist er mehrere Monate haltbar und man kann sich so ein Stück Urlaub in den Alltag Herbst und Winter retten. Sehr lecker. Das nächste Rezept ist ein absoluter Klassiker, der immer toll schmeckt, nämlich die Bruschetta. Mit frischen bunten Tomaten sind sie aber besonders lecker. Für die Bruschetta hole ich frische Tomaten und Basilikum aus dem Garten und von der Terrasse. Wir haben das Glück, dass wir dieses Jahr viele bunte Tomaten haben, die eine interessante Konsistenz in der Weiterverarbeitung haben. Das Rezept, das ich euch heute vorstelle, ist für 4 Portionen. Für die Bruschetta benötigt ihr 300 Gramm Tomaten, die ihr je nach Wunsch entkernt und in kleine Stücke schneidet. Zwei Zehen Knoblauch fein hacken und zu den Tomaten hinzufügen. 4 frische Basilikumblätter in feine Stücke schneiden. Ein Esslöffel Balsamico-Essig und ein Esslöffel Olivenöl dazu. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Alles gut vermengen und Sandwich oder Bruschetta-Brot in Olivenöl in einer Pfanne gut anbraten. Abschließend die Tomatenmasse auf die Sandwich geben und genießen. Bruschetta ist der ideale Snack oder eine tolle Vorspeise. Das letzte Rezept, das ich euch vorstellen möchte, ist eine Guacamole mit frischen Tomaten und Gurken. Das hier vorgestellte Rezept ist für 2 Personen. Ich habe dazu 2 Bio-Avocado Fairtrade im Gemüseladen gekauft. Achtet beim Kauf darauf, dass ihr reife Avocados bekommt. Diese anschließend ohne Haut und Kern in einer Schüssel mit einer Gabel zerquetschen. Sollte die Avocado braune Stellen haben, nehmt die einfach aus der Schüssel raus. Das Viertel einer Zwiebel fein hacken. Ich habe eine normale Küchenzwiebel verwendet. Ihr könnt aber auch eine rote Zwiebel oder Schalotten dazu verwenden. 3 kleine Tomaten entkernen und in kleine Stücke schneiden. Zwei Knoblauchzehen in kleine Stücke schneiden. Alles zusammen vermengen und den Saft einer halben Limone darüber träufeln. Mit Salz und Pfeffer würzen. Ich serviere diese Guacamole immer mit frischen Gurken. Das ist total lecker. Man kann es als Vorspeise oder als veganen Brotaufstrich verwenden. That's it. So kann man sich gesunde Snacks und ein bisschen Urlaubsfeeling nach Hause holen. Das wäre es dann auch schon wieder für heute gewesen. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch dalassen würdet. Sonst freue ich mich aufs nächste Mal. Eure Kräuterhexe.